Was lässt euch in einer Sprache professioneller und fortgeschrittener und natürlicher wirken? Genau, Redewendungen. Wir haben heute 2 aus diesem Buch für euch mitgebracht und zeigen euch, wie sie in unserem Dialekt klingen. Außerdem lernt ihr dabei ganz nebenbei Dialektgrundlagen. Los geht's! Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Nummer 1. Auf den Wecker gehen. Kennt ihr die Redewendung jemandem auf den Wecker gehen? Das benutzen wir, wenn uns jemand nervt oder wir jemanden als lästig, störend oder unangenehm empfinden. Zum Beispiel, du gehst mir schon manchmal ziemlich auf den Wecker, Verena. Um also auszudrücken, wenn uns jemand nervt, könnten wir sagen, du gehst mal auf den Wecker oder du gehst mal am Wecker. Hier haben wir gleich 2 Besonderheiten im Dialekt. Erstens, habt ihr gemerkt, dass wir zum Pronomen mir im Dialekt ma sagen? Das ist ganz typisch. Aber ma kann noch viel anderes bedeuten. Ihr müsst das unbedingt wissen, um Missverständnisse zu vermeiden. Schaut euch deshalb dafür unser Video zum ma an. Zweitens, im Dialekt benutzen wir sowohl die Präposition auf, also auf'n Wecker geh, aber auch die Präposition am, also am Wecker geh. Wenn uns jetzt ÖsterreicherInnen zuschauen, was verwendet ihr typischerweise? Hier noch ein paar Beispiele mit der Redewendung im Dialekt. Geh bitte, geh mal nicht am Wecker. Mein Hof, der Johannes kommt nicht zur Feier. Sein Jammern geht mir immer so am Wecker. Sie ist mir gestern so mit ihren bläden Witz auf den Wecker gegangen. Das Sudern geht mir so am Wecker. Übrigens, ihr könntet auch leicht abgeänderte Versionen von auf den Wecker gehen hören. Und zwar auf den Zeiger gehen oder eben im Dialekt auf den Zager gehen oder am Zorger gehen, auf den Geist gehen, also auf'n oder am Geist gehen oder auf den Nerv gehen, im Dialekt auf den Nerv gehen. Dann könnten wir so sagen, gehen wir nicht am Zorger. Ma, jetzt gibt's im September schon Weihnachtslebkuchen zum Kaufen. Das geht mir so am Zorger. Du gehst mir mit deinen Fragen halt richtig am Geist. Ich stehe jeden Tag mindestens eine Stunde im Stau. Die Baustellen gängen mir so am Zorger. Die Weihnachtslieder gängen ihm schon voll am Geist. Er kann's nimmer hören. Wir hoffen, dass wir euch mit dem Video von heute nicht am Zorger gängen und ihr jetzt nur die zweite Redewendung wissen wollt. Grüß euch! Wollt ihr Dialekt nur besser verstehen? Dann schaut unbedingt auf unserer Website dialektlernen.at vorbei und tragt euch in unser Dialekt-Postkastel ein. Weiter geht's! Nummer 2. Ins Spiel kommen. Wenn etwas ins Spiel kommt, dann meinen wir damit, dass ein neuer Gedanke, ein neuer Vorschlag in die Situation mit einbezogen wird und damit auch relevant wird. Etwas Neues oder jemand Neuer spielt also jetzt eine Rolle und hat womöglich auch Einfluss auf eine Situation. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr überlegt, wohin es dieses Jahr in den Urlaub gehen soll. Zur Auswahl stehen für euch gerade Japan oder Kanada. Jetzt berichtet euch ein Freund, dass er ein Haus in Süditalien hat und euch dorthin einlädt. Also kommt jetzt eine weitere Option ins Spiel, die eure Entscheidung für die Urlaubsdestination beeinflussen könnte. Im Dialekt klingt die Redewendung so: ins Spiel kommen. Hier haben wir auch wieder 2 Besonderheiten. Erstens das Verb kommen. Im Dialekt ändert sich das O oft zu einem anderen Vokal. Wir zum Beispiel würden es wie kummer, aber auch kämer, also mit U und mit E aussprechen. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Tirol, könntet ihr aber auch Kima, also mit I hören. Zweitens, das Wort Spiel. Habt ihr gehört, dass sich Spiel relativ stark ändert? Spiel wird im Dialekt zu Spü, beziehungsweise in manchen Regionen auch zu Spül. Die Kombination IEL ändert sich zu einem einzigen Buchstaben, nämlich dem Umlaut Ü. Dass sich Vokale oder auch Doppelvokale in Kombination mit L ändern, ist etwas ganz Typisches in unserem Dialekt. Wir nennen das auch die L-Vokalisierung. Das zum Beispiel passiert auch bei viel, das zu Fü wird, oder Milch, das zu Milch wird, Bild, das zu Büdel wird oder Ziel, das zu Zü wird. Spannend, oder? Hier noch ein paar Beispiele mit der Redewendung im Dialekt. Mit den euren Vorgaben kommt jetzt das Thema Umwelt ins Spiel. Durch den Sebastian sein Vorschlag ist jetzt nur zusätzliche Optionen ins Spiel gekommen. Immer wenn das Thema Impfen ins Spiel kommt, gehen die Diskussionen los. Ich möchte die Idee von einem Hüttenurlaub ins Spiel bringen. Vielleicht machen wir das heuer. Super!
Das waren jetzt 2 typische Redewendungen. Die Autorin erwähnt im Buch noch viele andere. Zum Beispiel auch die Redewendung fix und fertig sein. Was das bedeutet, haben wir euch schon in diesem Video gezeigt. Schaut euch das unbedingt an. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch und Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß. Deshalb erklären wir euch heute 3 typische Redewendungen und zeigen euch, wie sie im Dialekt klingen. Und ganz nebenbei lernt ihr noch viele typische Dialektphänomene. Los geht's!